Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Mitri Sirin. Guten Abend. Tag 157 des Ukraine-Krieges. Je länger er tobt, desto schwieriger scheint es, Einigkeit und Mitgefühl aufrechtzuerhalten. Werte und Emotionen, die auch wichtig sind, um Moskaus kaltem Kalkül etwas entgegenzusetzen. Währenddessen droht Ländern Afrikas, des Nahen Ostens und Asiens eine Hungerkatastrophe. Verzweifelt warten sie darauf, dass endlich Schiffe mit Millionen Tonnen Getreide die ukrainischen Häfen verlassen. Die Lage bleibt dennoch unübersichtlich, genauso wie das brutale Kriegsgeschehen. Für den Angriff auf das Gefängnis in der Region Donezk mit Dutzenden Toten machen sich Russland und die Ukraine gegenseitig verantwortlich. Kamran Safjarian berichtet. Asow-Kämpfer, ihr Helden der Ukraine, schreien sie heute in Kiew. Angehörige der ukrainischen Soldaten in russischer Kriegsgefangenschaft im Gefängnis von Oljenivka. Viele hier wissen nicht, ob ihre Liebsten noch am Leben sind. Mein Sohn ist in Gefangenschaft. Er war dort. Ich weiß nicht, wie es ihm geht, wo er ist, ob er noch am Leben ist. Es ist der blanke Horror. Sie haben unsere Kinder ermordet. Das sind doch Kinder. Sie trifft keine Schuld. Sie haben nur ihre Heimat verteidigt. Über 50 Tote forderte der gestrige Angriff auf das Gefängnis. Wir machen die verbrannten Leichen unkenntlich. Der ukrainische Geheimdienst beschuldigt Russland, damit gezielt Verbrechen an Ukrainern vertuscht haben zu wollen. Es war ein vorsätzliches russisches Kriegsverbrechen. Ein vorsätzlicher Massenmord ukrainischer Kriegsgefangener. Russland sollte als staatlicher Unterstützer des Terrorismus eingestuft werden. Nicht Russland, die Ukraine selbst habe das Gefängnis beschossen, so die Version der Separatisten. Nachdem die Gefangenen über ukrainische Kriegsverbrechen ausgepackt hatten, die von Kiew angeordnet waren, entschied die Regierung der Ukraine den Beschuss des Lagers mit einem amerikanischen Mehrfachraketenwerfer. Wer wirklich hinter dem Angriff steckt, konnte bisher nicht unabhängig überprüft werden. Dem Roten Kreuz ist der Zugang zum Gefängnis bisher verwehrt worden. Die Kämpfe indes gehen weiter. In Charkiw wurde heute eine Schule zerstört, ukrainische Weizenfelder in Brand gesteckt. Es ist Erntezeit, da feuern sie ganz bewusst auf uns und unsere Ausrüstung. Die Ernte steckt seit Tagen im Schwarzmeerhafen von Odessa fest. Mehrere Millionen Tonnen Getreide auf vollbeladenen Frachtern stehen bereit. Wann sie ablegen, ist weiterhin unklar. Anne Brühl ist für uns in Odessa. Anne, alle wollen wissen, warum die Schiffe nicht ablegen, warum geht es nicht los und wann könnte es soweit sein? Ja, eine Frage, die sich viele hier stellen. Die Ukraine betont ja immer wieder, wir sind bereit. Von uns aus kann es sofort losgehen. 17 Schiffe liegen voll beladen in den Häfen rund um Odessa. Man wartet hier auf grünes Licht der Vereinten Nationen und der Türkei, die für Sicherheitskorridore garantieren sollen. Wir hören auch, dass es möglicherweise Diskussionen um verschiedene Routen gibt. Das könnte das Ganze verzögern. Vor der Hafeneinfahrt von Odessa haben sich heute offenbar russische Kriegsschiffe zurückgezogen. Ob das ein gutes Zeichen ist, das muss man allerdings mal abwarten, denn die Lage hier in Odessa ist sehr angespannt. Die Russen hatten ja immer wieder Raketen auf den Hafen, aber auch auf die Stadt abgeschossen und das, nachdem sie das Getreideabkommen unterzeichnet hatten. Für großes Vertrauen hat das hier also nicht gesorgt. Im Gegenteil, die Stadt ist voller Checkpoints. Die Soldaten, das haben wir heute auch selbst erlebt, sind sehr nervös. Man wird sehr genau kontrolliert, vor allen Dingen entlang der Küstenlinie. Und die Sorge ist eben die, dass die Russen die Zeit nutzen könnten, um Fakten zu schaffen, militärische Fakten. Angespannte Situation in Odessa. Danke, Anne, für deine Schilderung. Über das, was in der Ukraine geschieht, wird hierzulande inzwischen anders gesprochen. Die Auswirkungen für uns stehen häufig im Vordergrund. Es wird gestritten über Waffenlieferungen, Gasengpässe, über höhere Preise und wie sie abgefedert werden können.
Für Hunderttausende ukrainische Geflüchtete, die jetzt in Deutschland leben, sicherlich schwer nachvollziehbar. Sie verloren ihr Zuhause, einige blickten in menschliche Abgründe, wurden auf der Flucht vergewaltigt, betrauern getötete Partner und Kinder. Wunden, die wahrscheinlich vielfach nicht verheilen werden, aber behandelt werden können, wie zum Beispiel in einer speziellen Berliner Einrichtung, die uns Stefanie Hein näherbringt. Begrüßung auf Ukrainisch in einer Berliner Psychiatriesprechstunde. Ksenia Poljakowa ist aus Kiew geflohen, ihr Mann ist an der Front. Sie war immer gesund, sagt sie, doch seit dem Krieg nur noch ein Nervenbündel, von Albträumen geplagt. Ich höre immerzu hier den Notarzt oder die Polizei. Und die Sirenen, die sind so gleich wie der Luftalarm in Kiew, wie immer wieder Alarm. Das ist es, was mich um den Schlaf bringt. Dr. Irina Gut ist selbst in Kiew geboren, arbeitet seit Jahren in Berlin. Jetzt ist sie für ukrainische Geflüchtete da, hört oft Geschichten, die sich ähneln. Die benennen es wie Syndrom des Überlebenden, wo man Sorge hat um Angehörigen, zum einen aber auch schlechtes Gewissen hat, dass man überhaupt lebt. Und darüber sprechen wir. Dass auch wichtig ist, also Psychohygiene wichtig ist, trotzdem gesund zu bleiben. Vielsprachiges Murmeln in der Teamsitzung am Zentrum für transkulturelle Psychiatrie beim Berliner Vivantes Humboldt Klinikum. Medizinische, psychologische, pflegerische und sozialarbeiterische Kompetenz sitzt hier mit Chef Professor Bräunig am Tisch. Und immer geht es auch um Social-Media-Kommentare zum Weltgeschehen, denn das treibt ihre Patienten um. Es kommen auch viele Bilder, die mit Tod und Verzweiflung verbunden sind. Professor Peter Bräunig hat das Zentrum 2006 in Berlin eröffnet. Im Einwanderungsland Kanada hat er gesehen, wie es funktioniert. Zunächst für Russlanddeutsche hat er heute muttersprachliche Teams für die Hauptherkunftsregionen von Flüchtlingen aufgebaut, jetzt auch für Menschen aus der Ukraine. Die brauchen eine Beratung. Man muss sich darum kümmern, was da in der Heimat schon behandelt worden ist, wie die Anamnesen sind, wie die Krankengeschichten sind. Und wir brauchen eine anständige Diagnostik als Grundlage der Therapie. Wir müssen sehen, welche Pharmakotherapien bisher gelaufen sind und welche sinnvoll weiter erforderlich sind. Und das können wir auf den Weg bringen. Hilfesuchende kommen mit Überweisungen oder direkt vom Erstaufnahmezentrum. Ksenia Poljakowa hat über Verwandte von der Sprechstunde erfahren. Für sie ein großes Glück. Es ist viel einfacher, über so private Dinge in deiner eigenen Sprache zu sprechen. Und du glaubst dem Arzt auch mehr, du vertraust ihm. Ksenia Poljakowa hätte nie gedacht, dass sie mal die Hilfe der Psychiatrie braucht. Aber, das sagt sie noch, es hat ihr so geholfen. Und jetzt haben wir weitere wichtige Nachrichten und da bleiben wir in der Ukraine, Gundula. Über die Situation der Sinti und Roma in der Ukraine informiert sich nahe Kiew Mehmet Daimagüler, der Beauftragte der Bundesregierung gegen Antiziganismus. Heute besuchte er die Gedenkstätte Babin Jar. Dort wird der von deutschen Nationalsozialisten 1941 erschossenen Juden gedacht. Die Massenerschießung von mehr als 33.000 Juden war das größte Einzelmassaker im Zweiten Weltkrieg auf europäischem Boden. Auch Tausende Sinti und Roma wurden dort ermordet. Bundesaußenministerin Baerbock hat zum Abschluss ihres Türkei-Besuchs Vertreter der Zivilgesellschaft und der Opposition getroffen. Diese reagierten positiv auf die klaren Worte Baerbocks an den türkischen Außenminister Çavuşoğlu, von dem sie unter anderem die Freilassung des Oppositionellen Kavala gefordert hatte. Baerbock würdigte den zivilgesellschaftlichen Austausch als das Herz des Miteinanders in den deutsch-türkischen Beziehungen. Im Irak haben tausende Anhänger des schiitischen Geistlichen Muqtada al-Sadr das Parlament gestürmt, zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage. Die Demonstranten wollen verhindern, dass politische Gegner der al-Sadr-Bewegung eine Regierung bilden. Seit den Wahlen im letzten Herbst dauert der Machtkampf an. Immer wieder kommt es zu Protesten und Ausschreitungen.
Papst Franziskus hat nach seiner Kanada-Reise den Umgang mit indigenen Kindern in katholischen Internaten erstmals als eine Form von Völkermord bezeichnet. Mehrfach hatte Franziskus die Indigenen um Vergebung gebeten. Bis 1996 hatte die kanadische Regierung etwa 150.000 indigene Kinder in kirchlich geführte Internate geschickt. Viele waren dort misshandelt worden. Tausende gestorben. Auf dem Rückflug schloss der 85-Jährige zudem einen Amtsverzicht nicht aus. Wegen seiner Kniebeschwerden wolle er nicht mehr so oft reisen. Musik kann einen durch die Zeit beamen. Aktuell tut das Running Up That Hill, der 1985er Hit von Kate Bush. Damals siegte Boris Becker als jüngster Spieler in Wimbledon. Der erste Teil von Zurück in die Zukunft lief im Kino und 1985 wurde außerdem die gesunkene Titanic entdeckt. Ich erzähle Ihnen das alles, weil Running Up That Hill gerade wieder die Charts erobert hatte, was an einer Serie liegt, die den Song benutzt hat. Und das begeistert übrigens auch Jüngere, wie bestimmt auch, dass heute ziemlich farbgewaltig einem anderen Song von Kate Bush gehuldigt wurde. Und wie genau, das zeigt uns jetzt Sebastian Gorski. Möglichst viele Menschen in roten Kleidern, gepaart mit modernem Ausdruckstanz und der mystischen Musik von Kate Bush. Das ist eine Kombination, die Samantha Waring seit 2016 zum alljährlichen Happening gemacht hat. Inspiriert wurde sie vom damals schon geheimnisvollen Musikvideo zum Kulthit Wuthering Heights aus dem Jahr 1978. Sie sehen eine Freude auf die Geschichte, dass wir alle Kinder, alle Alte zusammenkommen und zusammen tanzen, ein bisschen Freude mitnehmen. Das ist alles. Mittlerweile finden solche knallroten Tanzperformances in über 40 Städten weltweit statt. Ein absolutes Revival der Sängerin Kate Bush. Auslöser dafür war aber ein anderes Lied von ihr, Running Up That Hill, das durch die Netflix-Serie Stranger Things 37 Jahre nach Veröffentlichung weltweit die Charts stürmt und damit auch ein jüngeres Publikum erreicht. Ich fühle mich immer so flatterig, wenn ich das höre, und es hat irgendwie so eine gewisse Magie. Und es ist halt einfach gute Songs. Viele Leute sagen, die Kinder haben Kate Bush gefunden. Es ist gut. Gut, sie müssen das sehen. Sie ist ein Vorbild für uns alle, als Künstlerin, als Frauen, als Leute, wie wir durch die Welt gehen sollen. Denn Kate Bush stand schon immer selbstbewusst für das Anderssein, abseits vom musikalischen Mainstream. Eine Schrulligkeit, Exzentrik und Weiblichkeit, die damals wie heute ein buntes Publikum anzieht. In einer BBC-Radiosendung auf den erneuten Erfolg angesprochen, zeigt sich die mittlerweile 64-jährige Kate Bush selbst überrascht. Was wirklich wundervoll ist, dass meine Songs jetzt von einem ganz neuen Publikum gehört werden. In vielen Fällen haben sie vorher noch nie von mir gehört. Das liebe ich einfach. Die Vorstellung, dass diese jungen Menschen meine Musik jetzt erst entdecken, ist wirklich besonders. Besonders und im besten Sinne verrückt ist dieser Hype um Kate Bush, der offensichtlich auch Glückshormone freisetzt. Und noch einmal Nachrichten. Keine Entspannung der Lage haben Regenfälle bei den Waldbränden in der sächsischen Schweiz gebracht. Die kurzen Niederschläge verursachten nur Rauch aus Glutnestern. Ohne eine Änderung der Wetterlage sehen die Behörden in Sachsen keine Chance, die Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Betroffen sind etwa 150 Hektar Wald. Und das Wetter bleibt auch in Sachsen trocken. Mit etwas Regen ist nur im Nordwesten zu rechnen. Dort bringt ein kleines Tief dichte Wolken und vereinzelt Gewitter. Sonst Mischung aus Sonne und Wolken und eben trocken. 21 Grad an der Nordsee bis 32 Grad am Oberrhein. Am Montag wechselhaft bei 21 bis 31 Grad. Dienstag im Nordwesten etwas Regen. Mittwoch wieder sehr sonnig und heiß. Fehlen noch die Gewinnzahlen vom Lotto. Ohne Gewähr.
8, 19, 25, 27, 33, 34, Superzahl 6. Mehr auf Lotto, ZDF.de und im ZDF-Text. So, das ZDF-Sportstudio mit Sven Voss wartet auf Sie, unter anderem mit dem DFB-Pokal und einer Einstimmung auf das morgige Fußball-EM-Finale England-Deutschland. Und direkt danach gibt es hier wieder eine Heute-Express und... Ja, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss von uns. Schönen Abend.